Strassenkreide hat mega Potenzial. Wenn Kinder Strassenkreide in die Finger bekommen, dann fangen sie gerade an zu malen. Und ich finde, das bietet sich an, für das mit Bewegung und Sport zu kombinieren. Und es gibt x Varianten. Also es ist der Fundus an Ideen, wo man mit Strassenkreide Spiele machen kann und das mit Bewegung verknüpfen, ist riesig. Also wir haben so ein Ritual im Workshop, wo wir eigentlich den Anfang und den Schluss von diesem Workshop findet auf einem Kreis statt. Auf diesem Kreis haben alle eigentlich ihre Position. Sie haben einen Frosch, einen Fisch oder eine Schnecke gemalt. Mit dem haben wir natürlich auch die Spiele gespielt. Das ist wie so ein örtliches Ritual, das man die Teilnehmenden zusammennimmt, am Anfang und am Schluss. Was wir auch gemacht haben, ist eine Lektionsplanung auf den Boden geschrieben, damit sich die Workshop-Teilnehmenden orientieren können, was die Ziele sind und welche Spielformen das durchgeführt werden. Die Spielform Regenbogenfisch kopieren. Dort habe ich an einem versteckten Ort einen Regenbogenfisch auf den Boden gezeichnet mit verschiedensten Farben. Und die Teilnehmenden hatten den Auftrag, in kleinen Gruppen den Regenbogenfisch zu kopieren, indem sie zum Regenbogenfisch gerannt, sich ein Merkmal oder eine Farbe gemerkt, dann sind sie zurückgekommen und dann mussten sie als Team diesen Fisch malen. Also sie haben genau den gleichen Fisch, eine Kopie geben. Das war das Ziel und sie mussten sich im Team absprechen, überlegen, was ist ihre Strategie, wie arbeiten sie zusammen, damit sie möglichst effizient, möglichst original können, abzeichnen können. Ja, so haben wir eigentlich eine Kombination von Bewegung. Also sie waren in Bewegung, sie haben gerannt. Das soziale Lernen hat stattgefunden, oder eine soziale Interaktion, indem sie eine Strategie haben und die Merkfähigkeit haben wir trainiert, indem sie sich merken mussten, welche Farbe ist wo. Und das finde ich eigentlich ganz eine coole Form, die man vereinfachen kann für jüngere Kinder, zum Beispiel indem man eine Raupe nimmt, wo so eine Farbe nach der anderen kommt. So kann man eigentlich nach dem Alter der Kinder gerecht eine Aufgabe geben, die sie nachher umsetzen können. Ich glaube, mit Strassenkreide kann man mit einer gewissen Offenheit auch dran gehen, weil es entsteht Unglaubliches. Es ist mega kreativ und farbig und probiert es aus, fängt mit dieser Spielform an und dann werden so viele Ideen kommen, so viel Kreativität von den Kindern oder von den Jugendlichen oder Erwachsenen und nicht nur für den Bewegungs- und Sportunterricht, sondern auch für andere Fächer oder Settings.